Heute testen wir ein Display von Thrustmaster, welches mit den gängigen Rennspielen auf der PlayStation kompatibel ist. Alles zum Thrustmaster BT LED Display, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ich habe dieses Produkt selbst gekauft und wurde dabei unterstützt durch meine treuen Patreons und PayPal-Spender. Es gibt klarerweise keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters und erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Lieferumfang. Das Thrustmaster BT Display kostet auf der Homepage des Anbieters 169,99 € und bei diversen Resellern liegt es derzeit rund um 150 €. Im Lieferumfang mit bei ist das Display und ein Benutzerhandbuch. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, das ist die Kompatibilität. In Sachen Plattform ist das Display PlayStation zertifiziert. Ich kann den Support auf meiner PS4 Pro bestätigen. Wie es mit PS5 aussieht, das weiß ich an dieser Stelle nicht, weil ich keine PS5 im Haus habe. Getestet habe ich folgende Spiele und kann den Support Stand heute bestätigen. Das sind Formula 1 2020, Gran Turismo Sport, Nesca Heat 4 und Ride 3. Andere Rennspiele besitze ich derzeit nicht auf meiner PS4 Pro. Xbox-Kompatibilität gibt es keine und PC wird von Haus aus ebenso nicht unterstützt. Es gibt einen eher aufwendigen Workaround, damit man PC-Support modden kann. Videos dazu findet ihr bei YouTube. In Sachen Hardware-Kompatibilität kann das Display an das Thrustmaster Open Wheel verbaut werden. Alternativ gibt es einen Displayhalter. Beide Produkte werde ich euch demnächst in meinem Kanal vorstellen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, das ist die Ausstattung und die technischen Details. 15 LEDs sind für die Drehzahlanzeige verbaut und in der Mitte ist das Display für die Ganganzeige. Links und rechts davon sind die Displays für verschiedene Telemetriedaten einsetzbar. Darunter sind links und rechts je 3 LEDs verbaut, die für diverse Signale zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel gelbe Flagge, Box und so weiter. Links unten ist der On-Off-Button verbaut und die anderen 3 Schalter können gedreht und gedrückt werden. Im Innenleben ist ein Akku mit einer Laufzeit von gut 25 Stunden verbaut, den man über eine Micro-USB-Buchse aufladen kann. Kapitel Nummer 4: Funktionen und die Bedienung. Was ihr alles einstellen könnt und wie ihr das Ding in Betrieb nehmt, das erkläre ich euch live am Rig. Viel Spaß damit. Kommen wir zur Inbetriebnahme des Displays. Ganz normal euer Lenkrad mit der PlayStation verbinden. Dieser Knopf bestätigen, Lenkrad verbunden. Nächster Schritt, Display einschalten. Ihr seht dann hier dieses Thrustmaster Logo eingeblendet und dann müsst ihr dieses Bluetooth-Display jedes Mal mit eurer PlayStation verbinden. Das gelingt sehr einfach, wenn ihr dies einmal eingerichtet habt. Dann drückt ihr den linken und rechten Knopf gleichzeitig, Search und gleichzeitig Connected und dann Thrustmaster Bluetooth LED Display verbunden. Somit ist dieses Display jetzt über Bluetooth mit eurer PlayStation gepairt. Dies müsst ihr jedes Mal beim Systemstart machen, dauert 5 Sekunden, gleich erledigt. Bei der Ersteinrichtung, für euch wichtig, damit dieses Display überhaupt erkannt wird, geht ihr in die Einstellungen. Ich zeige euch das nochmal schnell. Wo war das? Geräte, Bluetooth-Geräte. Und da seht ihr hier dieses Display. Das heißt, da läuft dann der Search-Modus, dann wird euch bei der PlayStation in diesem Menü dieses Display angezeigt, ihr pairt das, bestätigt das und dann wird dieses Ding immer automatisch erkannt und binnen 3-4 Sekunden seid ihr unterwegs. Gehen wir weiter ins Spiel. Ich starte F1 2020.
Und ihr seht dann sofort nach dem Spielstart, da leuchtet jetzt im Display das F1 2020 auf und ihr wisst, dieses Spiel wird von diesem Display nativ unterstützt. Starten wir eine beliebige Trainingsrunde, um euch die Funktionen nochmal näher erklären zu können. Mit dem linken oberen Knopf könnt ihr durch Drehen die Spritmenge Fuel anzeigen lassen. Weiter drehen Velocity die Geschwindigkeit, RPM die Motordrehzahl, Engine, ich glaube das ist die Motortemperatur, die da angezeigt wird, und dann wieder die Spritmenge. In der Mitte habt ihr das Gangdisplay und auf der rechten Seite könnt ihr die aktuelle Runde angezeigt bekommen, wie viele Runden noch übrig sind. Ich habe ein kurzes 5-Runden-Rennen eingestellt, die Rundenzeit und dann wieder die aktuelle Runde. Schauen wir uns das Ganze in-game jetzt an. Ich gehe jetzt hier mal auf die Geschwindigkeit und hier auf die aktuelle Zeit. Seht ihr sehr gut eingeblendet. Ihr habt hier links die aktuelle Geschwindigkeit eingeblendet, den aktuellen Gang in der Mitte und hier rechts die aktuelle Rundenzeit. Gehen wir mal auf die Motordrehzahl, 11,9, 12K, 12.000 Umdrehungen pro Minute dann klarerweise. Oder hier rechts die erste Runde, verbleibende Runden noch 5. Ihr seht, um diese Regler zu bedienen, muss ich klarerweise die Hände vom Rim nehmen, sonst komme ich hier nicht hoch. Wenn ich diese Regler drücke, dann sehe ich aktuell, was hier angezeigt wird. In diesem Fall die Motordrehzahl, RPM. Und hier die verbleibende Rundenzahl. Vielleicht ein sinnvolles Display-Layout ist auf jeden Fall mal die Geschwindigkeit, hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite Zeit, verbleibende Runden, wie auch immer ihr das wollt dann. Ihr könnt durch Drehen dieses rechten unteren Reglers die Helligkeit des Displays verstellen. Hier ganz auf Low und hier ganz auf Hell. Was sich nicht ändert, ist die Helligkeit eurer LEDs. Diese bleiben, egal ob ihr hier runterdimmt oder auf maximale Helligkeit hochgeht. Schaut einmal, dann bleiben die immer gleich hell. An dem ändert sich nichts. Das heißt, nur eure Display-Lettern hier, die sind änderbar in der Helligkeit. Weitere Anzeige, wenn ihr beispielsweise hier jetzt mal ins Gras fährt, dann seht ihr gelbe Flaggensignale, auch hier oben eingeblendet, direkt jetzt im Display. Und sobald ihr wieder grüne Flagge habt, erlöschen diese wieder. Viel mehr Spannendes gibt es nicht zu sagen. Ihr seht, ich fahre so eine Perspektive etwas oberhalb des Cockpits. Und klarerweise habt ihr jetzt dieses Display rausgenommen aus der Spielewelt, hier direkt am Lenkrad, viel deutlicher vor der Nase. Das ist ein Vorteil. Auch wenn ihr das Layout hier am Bildschirm zum Beispiel ausblenden wollt, könnt ihr clear unterwegs sein und seht das direkt dann hier vor den Augen. Zurück vom Rig und weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Materialqualität und Verarbeitung. Das Kunststoffgehäuse ist ordentlich verarbeitet, die Materialdicke stimmt. Bei der Bedienung knarzt nichts. Die Druckpunkte und Rasterung der Drehschalter sind aber nur durchschnittlich und zweckmäßig. Die Spaltmasse gehen in Ordnung und das Display lässt sich exakt im Open Wheel verbauen und hält auch im Betrieb ordentlich an Ort und Stelle. Kapitel Nummer 6, wie immer ein subjektives Kapitel, die Optik.
Das BT-LED-Display trägt ziemlich dick auf und springt sehr deutlich ins Auge. Die LED-Anzeige ist groß, die LEDs strahlen sehr kräftig. Das Lenkrad wirkt im oberen Bereich dadurch etwas klobig und man merkt, dass ein Display im Nachhinein in ein Lenkrad eingesetzt wurde. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 6, die Akustik. Die Schalterbestätigung ist dezent und klingt dumpf. Auch in ruhigen Umgebungen wird es keinen stören, wenn ihr an den Schaltern dreht oder darauf rumklickt. Kommen wir zum Hauptkapitel, Kapitel Nummer 7, das sind die Reinstreckentests. In diesem Review betreibe ich das Thrustmaster Display an einem Thrustmaster Open Wheel, welches an einer Thrustmaster TGT Wheelbase betrieben wird. Das Ganze ist mit meinem ASID P1 Rig verschraubt und der Benko 3415 Monitor wurde für diesen Test mit meiner PS4 Pro verbunden. Im Rennbetrieb ist das Display sehr gut ablesbar und strahlt sehr hell. Bei Bedarf lässt es sich dimmen. Die LEDs behalten aber immer die maximale Helligkeit bei. Das breite Drehzahlband lässt ein gutes Timing für den nächsten Schaltzeitpunkt zu. Der untere rechte Knopf lässt sich direkt vom Lenkrad bedienen. Die beiden oberen Knöpfe sind nur erreichbar, wenn man die Hände vom Lenkrad nimmt. Im oberen Bereich trägt das Display etwa 2 cm über dem Lenkrad auf und nimmt ein wenig mehr vom Blickfeld auf den Monitor weg als das Wheel selbst. Die Buttons sind während des Rennbetriebs gut bedienbar. Kommen wir auf die Zielgerade. Das sind die negativen, neutralen und die positiven Aspekte sowie ein Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 7, negative Aspekte. Größter negativer Aspekt ist in meinen Augen der zu hohe Preis. Mit knapp 170 € ruft Thrustmaster für das BT-LED-Display in meinen Augen einen fast schon unverschämt hohen Preis aus. Um in Sachen Preis-Leistung gut wegzukommen, wäre meine persönliche Preisempfehlung rund um 99 bis maximal 109 €. Zweiter negativer Aspekt ist eine in meinen Augen falsche Designentscheidung. Den Einschaltknopf brauche ich im Rennbetrieb absolut nicht. Diesen hätte ich in die obere Etage gesetzt und die beiden Buttons für das linke und rechte Segment in die untere Reihe. So könnte man diese im Rennbetrieb wesentlich besser erreichen, ohne die Hand immer vom Rim nehmen zu müssen. Warum sich die LEDs nicht dimmen lassen, wenn das Display selbst dimmbar ist, das ist für mich absolut unlogisch. In dunklen Räumen, wenn ihr in der Nacht spielt, bleiben die LEDs fast schon blendend hell und gleichzeitig kann das Display angenehm verdunkelt werden. Ich verstehe diesen Aspekt, diese Designentscheidung absolut nicht. Und letzter negativer Aspekt ist der Umstand, dass out of the box keine Xbox und kein PC-Support gegeben ist. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, das sind die neutralen Aspekte. Haptisch gesehen geht das Display-Modul in meinem Test als neutral durch. Die Buttons fühlen sich okay an. Das Feedback ist okay, ebenso die Rasterung. Aber mehr als okay springt für mich an dieser Stelle nicht dabei heraus. Ebenso in Ordnung ist die Optik, wenngleich das eher klobige Design in meinen subjektiven Augen keinen Schönheitspreis gewinnt. Kommen wir zu Kapitel Nummer 9, das sind unsere positiven Aspekte. Großes Plus des Thrustmaster Display ist eine sehr gute Ablesbarkeit. Das Layout der Displaysegmente ist gut gewählt, die Optionen umfangreich anpassbar. Gut finde ich auch die Möglichkeit, das Display auf dem optional erhältlichen Halter zu montieren, wenn ein anderes Lenkrad zum Einsatz kommt. Über diesen Halter sprechen wir in meinem nächsten Review. Und letzter positiver Aspekt ist ein einfaches Pairing mit der Konsole und eine zufriedenstellende Akkulaufzeit von über 25 Stunden. Durch Drücken auf den Button links oben und gleichzeitig rechts unten könnt ihr den aktuellen Akkustand jederzeit ablesen. Machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel, das ist Kapitel Nummer 10, Fazit und die Kaufempfehlung. Für dieses Produkt kann ich nur dann eine Kaufempfehlung aussprechen, wenn du ausschließlich auf der PlayStation unterwegs bist, dein Lieblingsspiel unterstützt wird und du den Look und die Vorzüge eines realen Displays aus dem Spiel in der Welt entsprechend zu schätzen weißt. Das kann von Vorteil sein, wenn zum Beispiel in deiner Stoßstangenperspektive oder Third Person unterwegs bist und du ein Display zentral am Lenkrad im Blickfeld haben möchtest. Als PC-Nutzer rate ich nicht, zu diesem Display zu greifen. Die Frickelei, dies zum Laufen am PC zu bekommen, ist nicht ohne und außerdem habt ihr hunderte andere Möglichkeiten mit ausrangierten Smartphones zum Schleuderpreis, die diesen Zweck ebenso und auch manchmal besser erfüllen. Für mich bleibt zusammengefasst ein ambivalenter Eindruck.
mit einem edlen Alugehäuse, Bedienelementen aus Metall und knackiger Präzision würde ich mir beim Preis von über 150 € viel leichter tun. Das ist an dieser Stelle aber nicht der Fall. Und trotzdem finde ich die Idee, ein externes Display auch für PlayStation-Anwender anzubieten, großartig. Ihr seht, nach diesem Review tue ich mir wirklich schwer, euch rückzumelden, ob ihr zugreifen oder weggucken solltet. Vor dem Ausblick nun feuerfrei in der Kommentarfunktion. Eure Meinung würde mich interessieren. Und wenn ich weiterhelfen konnte, dann lasst bitte an dieser Stelle ein Like und ein Abo da. Nächstes Kapitel, der Ausblick. In den nächsten Wochen werde ich noch einiges von Thrustmaster wie den Displayhalter reviewen. Und ich stelle euch eine Möglichkeit vor, wie ihr ein Fanatec Wheel an einer Thrustmaster Wheelbase betreiben könnt. Zusätzlich gibt's einige Reviews zu Anfragen aus der Community, wie die Wandmontage von Wheels und anderen Dingen. In diesem Review habt ihr bereits gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, eure Wheels zu veredeln, und es wird Reviews zu Lovely Stickers geben, wo ich ein Thrustmaster TGT und Logitech G29 mit Stickern versehe. Vielen Dank fürs Dabeisein und es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, ich freue mich bis zum nächsten Mal, euer Ron.